So, willkommen zurück bei Only Boost. Musste gerade erst mal kurz nachdenken. Okay. Moment mal. Heute geht es mal hier um den Kollegen. Auch Nissan GT-R 2012er Modell. Auch wie man sehen kann, ein bisschen was gemacht. So, und hier können wir sehen, da müssen wir den Beifahrer sitzen, weil die Benzinpumpen sind rausgekommen. Es waren schon versteckte Pumpen drin, die hatten aber schon eine gewisse Zeit auf dem Buckel und deswegen werden die ausgetauscht und es werden noch direkt ein paar andere Änderungen mitgemacht. Einmal haben wir hier ganz viel Kram, da kommen wir später zu. Jetzt sind wir hier. Das ist ein sogenanntes Hardwire-Kit. Das bedeutet, wir gehen direkt an die Batterie, gehen dann nach hinten ins Fahrzeug und gehen an die Benzinpumpenstecker, die Original, und an die Benzinpumpen dran. So, welche Vorteile bietet das Kit? Einmal, wir fahren jetzt ja nicht mehr Originalpumpen, sondern versteckte Pumpen. Versteckte Pumpen, kann man sich vorstellen, brauchen viel, viel mehr Strom. Das bekommt der originale Nissan Kahlbaum nicht hin. Dann brennen die ganz gerne mal durch die Bäume. Bist du bekloppt oder was? Und dann ist es halt vorbei mit der Pumpe. Das glaube ich nicht. Beziehungsweise mit der Leistung ist natürlich echt gefährlich für so einen Motor. Und der zweite Vorteil ist, original fahren wir halt 12 Volt auf den Pumpen. Wenn wir die natürlich direkt an die Batterie anklemmen, fahren wir während des Betriebs die Ladespannung. Was sind das? 13,514 Volt. Die Pumpen können dann nochmal eine ganze Ecke mehr. Wir werden das gleich mal einbauen. Aber erstmal machen wir noch den ganzen Fuel Pump Hänger fit. Das ist der Fuel Pump Hänger, beziehungsweise hier ist der Originale. Da ist ein Filter drin. Hier ist der Deckel. Dann sitzt hier diese Wanne. So sitzt das ungefähr später, beziehungsweise, oh, ist das zusammengebaut. Und hier sitzen dann die Pumpen drin, hier drin. Das Teil wird dann noch da reingebaut. Und hier ist der Käfig für die Pumpen. Der Sprit wird dann direkt, zack, hier gefördert. Hier oben, das ist der Oberteil, was man quasi sieht, wenn man die Rücksitzbank ausbaut. Und hier geht es dann zum Auto hin und zurück. Naja, man braucht das nicht, aber ich habe es jetzt gekauft, weil das Hardware-Kit war da auch bei. Das ist ein kleines Upgrade, sage ich mal. Da fliegt dann der Kunststoffkram raus. Dafür fahren wir dann hier Asno Battleship, nennt sich das. Das ersetzt quasi den Kunststoffdeckel. Das sitzt dann hier später so drauf. Der Filter, der kommt hier oben auch noch drauf gebaut. Das ist ein Kronfilter, ein neuer Filter dabei. Neue Benzinpumpen, einmal GST 520, die zweite Pumpe, das ist quasi die Hellcat-Pumpe, die obenrum dann die Leistung macht, und das ist die 450er für die normalen Fahrten. So, hier sind die Stecker für die Pumpen und so weiter. Das bauen wir jetzt mal alles zusammen. So, wir sind schon mal eine Ecke weiter. Die Pumpen sind eingebaut, die Benzinpumpen sind verbaut, die Filter sitzen vor und jetzt die Schläuche anstecken. Hier noch ein Filterschutz vor, dass die Filter sie nicht lösen können. Dann gucken wir mal weiter. So, einmal zusammengebaut das ganze Apparat. Unten die beiden Pumpen. Die drücken dann beide in den Benzinfilter rein und hier geht es dann weiter mit ihmchen nachher draußen. Hier die Verkabelung für die Pumpen. Das wird als nächstes angeklemmt und dann geht es nachher mal zurück in den Tank. So, mal ein bisschen aufgeräumt. Hier sehen wir jetzt den neuen Hänger. Ich habe einmal beschriftet, dass ich hinter keinen... Hier musste ich sogar noch tatsächlich was aufschneiden, weil die Pumpen so dick sind. Sonst passen die das Gehäuse nicht rein. Hier ist die 450er Pumpe. Auf der Seite die 525er. So, einfach einmal markiert, damit man hinterher die richtigen Stecker auch richtig anpinnt. Soweit ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, ist das hier der Originale für die erste Pumpe. Hier ist die zweite Pumpe, also kommt hier die 525er dran. Und hier, das ist ja halt so gekauft gewesen, da muss ich nochmal was abändern. Die haben sie einfach abgekniffen. Da kommt einmal der Temperatursensor dran und aber auch die Tankanzeige. Das werde ich jetzt einmal hier rüber adaptieren. Hier sehen wir noch, dass alles komplett ist. Hier ist noch ein Masse, ich glaube, das ist Masse. Das ist hier schon integriert. Und das ist dieser Temperatursensor, der muss noch mit rüber geswitcht werden. Und dann müssen einige Anschlüsse noch hier, diese ganzen Clipsies, die müssen hier noch rübergesetzt werden. Der grüne noch. Dann gucken wir mal weiter. Einmal abgebaut. Das, wie gesagt, ist der Schwimmer. Der schwimmt später im Tank und gibt dann hierüber uns die Information, wie voll der Tank ist. Und hier der Temperatursensor für den Sprit. Genau, das bauen wir jetzt hier rüber. Genau wie die Fittinge. Jetzt ist alles bereit für den Einbau. Der große Hauptanschluss ist dran. Haben wir einen Filter. Fittinge sind angebracht. Der Temperatursensor ist hier. Die Erdung ist hier unten mit integriert noch. Das kommt jetzt im nächsten Schritt rein. So, der Sitz ist ausgebaut, dadurch können wir vernünftig arbeiten. Jetzt haben wir einen direkten Blick in den Tank, beziehungsweise das jetzt hier später so drüber. Das ist einmal für die erste Pumpe und halt für die Temperatur vom Sprit und auch den Füllstand. Und hier ist die zweite Pumpe. Hier sind die beiden Leitungen, Return und Heatline. Und hier unten drin sehen wir, das ist im Tank jetzt. Ich glaube, dass die beiden dafür sind, den Sprit von der Seite quasi rüberzubringen zu dieser Seite, weil es ein geteilter Tank ist. Und wir sehen hier unten, hier so Nasen. Da wird diese ganze Einheit gleich reingeschoben. Im Idealfall. Wir testen das mal. So, weil es noch langweilig wäre, wenn das
mal so reinpassen würde. Boah, man sieht hier, ich habe die Pumpe schon gelöst von diesem ganzen Hänger, weil das sonst einfach viel zu groß aufbaut. Aber auch dieser Halter muss noch ab hier, der hier, weil wir da sonst nicht reinkommen. Wir sehen, gar keine Chance. Dementsprechend erstmal den abbauen und wenn es im Tank eingebaut ist, bauen wir das wieder zusammen. So, kurzer Zwischenstand. Die 3 Leitungen sind wieder dran. Jetzt kann die ganze Suppe wieder in den Tank rein. Wir sehen. Hello, how are you? I'm under the water. Die beiden Anschlüsse sind dran. Der hier und der. Und der rechte, das ist der Return, also für den Rücklauf, ist auch dran. Das Teil ist wieder eingeklipst im Tank hier unten. So, und jetzt im nächsten Schritt müssen diese beiden Anschlüsse hier angeschraubt werden. Also ich freue mich gerade schon tierisch. Ja. Wir sehen, die Schelle sitzt. Weiter geht es mit diesem ganzen Filter. Weiter geht's, weil es zu viel Spaß macht. Ach, dieses, weißt du, da hast du so ein iPhone und dann kommt das noch nicht mal hier mit vernünftigen Videos um die Ecke. Das ist doch iPhone. Kannst du mal eine vernünftige Qualität hier? Nein! So, das liebe ich ja auch, wenn man so viel Platz hat, dass man für eine Umdrehung nicht 6-mal neu ansetzen muss, sondern 12-mal. Genau, so, wir sehen es hier. Das ist alles super schön, man hat super viel Platz, es macht super viel Spaß. Ist geschafft. Jetzt müssen wir gleich ein bisschen die Kabel sortieren. Genau, wie gesagt, wir sortieren jetzt noch ein bisschen die Kabel, damit der Kollege später da nicht dran hängen bleibt und wir einen falschen Benzinstand haben. Und dann sind wir, was das angeht, fertig. Die Kammer des Schreckens wurde geschlossen. Bevor ich das jetzt hier alles anklemme und anschließen werde und mit dem mit dem Hardware-Kit weitermache, werde ich die hier mal bestromen, die Pumpen, ob die schon mal vernünftig laufen. Das heißt, ich gebe hier mal 12 Volt drauf und hier, mache natürlich vorher einen Schlauch drauf, halte ihn aus dem Auto raus, um zu gucken, kommt da was. Oh, Digga, hier ist Inferno! Tank leer. Bruder! Wir machen weiter mit dem Hardwire-Kit. Ich habe schon mal alles vorbereitet. Das Hardwire-Kit wird, wie gesagt, hinterher komplett direkt an die Batterie angeschlossen. Dann geht es hier durch. Da müssen wir noch einen kleinen Schnitt reinmachen. Das ist der Kabelbaum, der in den Innenraum des Autos geht, des Fahrzeugs. Der kommt dann hier unten wieder raus. Dann geht er hier komplett entlang. Legen wir den hier nach hinten. Dann kommt er hier wieder raus. Hier müssen wir auch noch irgendwo dran. Das muss ich mir nachher genau anschauen. Und so sitzt das. Und dann kommt der Adapterkabelbaum hier durch. Alles weitere sehen wir gleich. So, der Kabelbaum ist schon mal hier durch. Wie gesagt, das ist der vordere Kabelbaum. Die Relais müssen hier bleiben. Der kommt gleich an den Pluspol. Der hier an die Masse. Das sind Sicherungen für die Pumpen. Und hier sind die 3 Schaltrelais. Im Innenraum geht es dann weiter. Das ist das Kabel. Das kommt jetzt hier durch. Geht jetzt einmal komplett hier unten durch. Und kommt jetzt hier wieder raus. Sehen wir das? Das ist der hintere Teil vom Kabelbaum. Der wird als nächstes angeklemmt. So, ich habe die ganze Zeit nach dem Relais gesucht. Für die zweite Pumpe. Das geht da durch. Dann müssen wir den Kofferraum einmal leer räumen. Da kommt der Kabelbaum wieder an. Dann geht er hier ganz hinten durch. Und da ist das Relais ganz hinten, quasi am Rücklicht. Und hier wird jetzt weiter umgebaut. Willkommen zurück aus dem Kofferraum. Hier sehen wir das Kabel von dem Harness. Hardwire-Kit, das geht bis hierhin. Ich habe jetzt gerade das originale blaue Relais, was hier dran war, abgeklemmt. Dann musste man quasi diesen unteren Führungsstecker von diesem Relais hier abschneiden, damit von dem Harness der Stecker drauf kann. Und der andere Stecker vom Harness kommt dann auf das alte Relais quasi. So sieht das dann aus. Und jetzt geht es vorne weiter. So, ich habe jetzt von diesem Deckel hier, für diese Abdeckung hier, den Kabelbaum, der diese 3 Stecker hat, hier durchgezogen. Diese Stecker, das sind die Originalen, und die neuen Stecker, die hier durchgehen und an diesem Hänger angeschlossen werden können. Das mache ich jetzt im nächsten Schritt.
So, jetzt habe ich den originalen grauen 5-Pin-Stecker mit dem Hardware-Kit-Stecker verbunden. Den Hardware-Kit, also den neuen Stecker an dem Hänger gemacht. Der graue 2-Pin für die zweite Pumpe ist auch in dem Hänger. Und der originale 2-Pin, der wird nicht mehr benötigt. Der bleibt frei. Das ist jetzt erstmal alles provisorisch. Schön gemacht wird es hinterher. Aber hier sind die ganzen Kabel drunter. Hier ist noch ein Massenkabel angebunden. Das ist der Harness, der von dem zweiten Relais ist im Kupferraum. Und hier geht es dann nach vorne. Wo wir jetzt im nächsten Schritt den Kabelbaum hier an Plus anschließen und hiermit an Minus. Und dann schauen wir mal, was wird. Stunde der Wahrheit. Wir sehen sie nicht. Probieren wir zu cranken. Years later. Ja, liebe Freunde, die Pumpe funktioniert beziehungsweise de Motor läuft. Natürlich ist das Ganze noch provisorisch verlegt. Ich bin damit zufrieden und so kann das später vernünftig abgestimmt werden. Seid gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da oder ein Like oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch nicht abgeschottet habt, dann lauscht doch wie ich diese Nissan GT-R Motor imitiere. Brap, 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 brap. Da hast du so ein iPhone und dann kommt das noch nicht mal hier mit vernünftigen Videos um die Ecke. Das ist doch auch... iPhone, kannst du mal eine vernünftige Qualität hier? Nein,